Die Honda Dominator wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Ist es also Zeit für den Ruhestand? Die Honda Dominator ist ja schon ein paar Jahre alt. Immerhin kam sie in dem Jahr auf den Markt, als David Hasselhoff noch gegen die Berliner Mauer angesungen hat. Trotzdem ist sie unserer Meinung nach eine der besten Reiseenduros, besonders für schmale Kasse. Fangen wir mit dem Herzstück des Mopeds an, dem Motor. Dieser hat 644 Kubik, leistet satte 45 PS und das bei 53 Newtonmeter Drehmoment. Das sorgt dafür, dass die Maschine sowohl auf der Straße wie auch im Gelände eine wirklich gute Figur macht. 0 auf 100 schafft sie in 6,5 Sekunden und Schluss ist erst bei 153 km/h. Und trotz des hohen Leergewichts von 175 Kilogramm schiebt damit das Moped wirklich gut an. Ein Tipp von unserer Seite wäre noch, einen Ritzel mit weniger Zähnen zu montieren, das heißt die Übersetzung zu kürzen, um einfach mehr Spaß im Gelände zu haben. Aufpassen solltet ihr allerdings auf Autobahnetappen. Der Einzylinder neigt dazu, heiß zu laufen und verbraucht dort auch signifikant mehr Öl. Zu Beginn hatte die Domi nur einen 13 Liter Tank, später im Jahre 92 wurde diese auf 16 Liter vergrößert. Als Alternative, wenn ihr jetzt auf längere Touren gehen wollt und sagt, der Tank ist euch zu klein, bietet Acerbis einen 21 bzw. 23 Liter Tank an, der eure Reichweite wirklich merklich erhöht. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, im ersten Moment musste ich mich auch etwas an das Motorrad hier gewöhnen. Wir haben zusammen mit unseren Freunden vom Motorschuppen eine Sardinientour gemacht, die verlinke ich euch oben rechts, wo ich das Moped ausgiebig testen konnte und wenn ihr drauf steht, ihr das Ganze in Aktion seht. Und im ersten Moment hatte ich da Probleme mit dem Moped, weil es mir sehr schwer vorkam. Ich bin die wesentlich leichtere Honda XL350R gewohnt und ja, im Gegensatz zu der kam mir die Domi wirklich sehr unhandlich vor. Nachdem ich aber meine Position auf dem Motorrad gefunden habe, habe ich meine Meinung sehr schnell revidiert und das Fahren hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Warum das Ganze? Und zwar der Motor hat wirklich sehr viel Druck, man kann die allermeisten Passagen im zweiten Gang fahren, man läuft nicht Risiko, das Motorrad abzuwürgen und in bremsligen Situationen zieht sich auch die Domi wirklich sehr schön von selber wieder gerade. Also ihr gebt ein bisschen Gas und seid wieder auf Kurs. Ja, abschließend bleibt zu sagen, dass die größte Stärke in unseren Augen der Domi ihre Vielseitigkeit ist. Von gemächlichen Autobahnetappen bis zu wirklich einigermaßen soliden Geländepassagen macht das Moped wirklich alles anstandslos. Und das einzige Manko, wenn man so möchte, wäre in meinen Augen das hohe Leergewicht und das zuweilen doch etwas softe, also weiche Fahrwerk. Was man auch wirklich noch dazu sagen kann, die Mühle steckt den ein oder anderen Sturz wirklich mit Bravour weg. Heute wird die Honda Dominator trotz ihres hohen Alters wirklich noch oft gebraucht angeboten und in Anbetracht des niedrigen Preises ist sie somit eine sehr solide Option, besonders für junge Fahrer, da sie die Restriktionen des A2-Führerscheins fast komplett ausreizt. Hiermit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, bei Fragen oder Anregungen ab damit in die Kommentare und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert den Kanal. Bis dahin Leute, ciao!